Ich habe das Webinar so in 4 kleine Bereiche unterteilt. Wir starten ganz niederschwellig mit den Grundlagen zum Thema User Stories. Ganz losgelöst, weil das einfach ein tolles Thema ist, um viele Dinge zu spezifizieren, nicht nur Anwendungsfälle. Dann gebe ich einen Überblick, wie man Stories, die man einmal geschrieben hat, dann in eine Struktur bringt und sich für größere Projekte wappnet. Dann machen wir die bereits angekündigte Übung. Als letzten Punkt würde ich nochmal zeigen, wie man dann das Thema User Stories in ein bestehendes System überführen kann und digitalisieren kann im Kontext der Stadtverwaltung. Legen wir also los mit den Grundlagen. Was ist eine User Story? Ich habe schon in den letzten Wochen häufig gehört hier im Kontext, dass viele dieses Wort User Story schon mal gehört haben oder sogar anwenden im Projekt. Manche sogar fast ängstlich und ehrfurchtsvoll davon gesprochen haben. Und das ist mir eigentlich ein großes Anliegen in dem Webinar, da ein bisschen die Angst zu nehmen und das eben ein bisschen kleiner zu machen, als das Thema eigentlich ist. Denn eigentlich ist die User Story ein Zettel. So fing es nämlich mal an. Ihr habt vielleicht ganz am Anfang hatte ich ein Bild, wo eine große Pinnwand war, wo ganz viele Klebezettel drin waren. Und tatsächlich reicht für eine User Story erstmal ein Zettel. Heutzutage hat man dann meistens Tickets in der digitalen Welt, aber erstmal ist es eigentlich nur ein kleines Stück Papier, auf das man etwas schreibt. Und was schreibt man da drauf? Man versucht auf diesem Zettel in einer strukturierten Art und Weise eine einzelne Funktionalität eines Systems, eines Programms, eines Stück Software, eines Anwendungsfalls aus der Sicht eines Anwenders zu definieren. Also das ist ganz wichtig. Wir sprechen hier jetzt von einem nutzerzentrischen Mittel. Wir gucken immer aus Anwendersicht auf ein System und teilen somit immer die Dinge mit, die eigentlich für das System am wichtigsten sind, nämlich die Bedürfnisse der Leute, die es am Ende benutzen. Dabei ist es wichtig, dass das Ganze leicht zu verstehen ist. Deswegen gibt es eine klar vorgegebene Struktur. Und das Tolle bei User Stories ist, wir fangen ganz klein an, eigentlich nur mit so einem Titel und detaillieren diese dann immer weiter. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, die User Story auch immer weiter mit erweiterten Informationen und Details anzureichern. Und somit ist sie ein Mittel, was über die gesamte Projektlaufzeit eine Daseinsberechtigung hat. Dadurch ist es dann eben auch von allen Parteien im Projekt einsetzbar. Das ist vielleicht noch sehr wichtig. Also jeder, der im Projekt beteiligt ist, kann mit diesem Stück arbeiten in der Spezifikation. Und was auch wichtig ist, es ist entkoppelt von technischen Details. Also es ist kein Mittel, um technische Details weiterzutragen, sondern es ist eine Spezifikation. Kommen wir zum Eingemachten. Woraus besteht eine User Story? Die User Story besteht aus einem Satz. Und in diesem Satz klären wir, wer was und warum möchte. Im Deutschen machen wir das genauso, wie ich das hier aufgelistet habe. Als ein Benutzer des Systems möchte ich eine bestimmte Funktionalität, um einen bestimmten Nutzen zu erreichen. Man kann sich eigentlich sehr hart an diesen Aufbau halten und den dann auch immer verwenden. Dann ist es auch sehr gleichartig strukturiert, was gut ist. Um nochmal ins Detail zu gehen, was ist ein Benutzer, also wer? Da ist gleich zu sagen, man muss nicht immer nur sagen, so typisch User Stories fangen wir an als ein Nutzer. Ich finde es aber bei User Stories sehr spannend, dass man eben auch in einem System ja verschiedene Nutzer hat. Bei uns in der Ämterstruktur ist es zum Beispiel Leute aus verschiedenen Expertenbereichen oder bei mehreren Systemen, die miteinander sprechen, gibt es verschiedene Rollen. Also das kann man hier an der Stelle gleich verwenden. Man muss nicht immer nur sagen als ein Nutzer, man kann auch sagen als eine API oder als einen Softwarebestandteil oder als ein Experte aus einem anderen Gebiet. Dann die Funktionalität. Da geht es wirklich ganz konkret herum, was benötigt oder was wünscht sich diese zuvor genannte Person aus seiner eigenen Sicht. Und der Nutzen ist noch dafür da, eben im Nachgang zu unterstreichen, warum er das benötigt. Das ist ein Part, den muss man nicht immer anfügen, den kann man anfügen, aber der hilft nochmal, um die Funktionalität halt klarer zu fassen. Ein zweiter sehr wichtiger Part der User Story sind die sogenannten Akzeptanzkriterien. Sobald ich also diesen Rumpf definiert habe, definiere ich im Anschluss, welche Dinge erreicht werden müssen, damit die User Story als erfüllt oder abgeschlossen gilt. Das kann man wie eine Art Checkliste verstehen, die man stichpunktartig eben noch dieser Story hinzufügt. Und das ist ein super gutes Mittel, um eine Brücke zu schlagen an alle Leute, die später die User Story zum Beispiel umsetzen wollen. Weil hier wird man ein ganzes Stück konkreter. Hier sagt man halt zum Beispiel,
was passieren soll, wenn man etwas macht. Oder man sagt, was der Zustand sein soll, wenn man in diese Funktionalität startet und was der Zustand sein soll, wenn man damit fertig ist. Also man hat hier viele Freiheiten, Dinge aufzulisten, die sich im System oder in diesem Moment verändern sollen durch die Funktionalität oder wie die Funktionalität ausgekleidet ist. Das sind alles Akzeptanzkriterien und die spielen eine ganz wichtige Rolle. Zum einen für die Leute, die später die User Story dann hernehmen und umsetzen und insbesondere auch an dem Moment, wo man dann als Team die User Story wieder evaluiert und schaut, haben wir denn an alles gedacht? Haben wir alles umgesetzt, so wie wir es uns mal vor Wochen, Monaten gedacht haben? Dann nimmt man die Akzeptanzkriterien her, checkt die und dann ist man fertig. Das war tatsächlich auch schon alles, was erstmal eine User Story ausmacht. Also das ist ein kleiner Zettel, ein digitales Stückchen Papier, auf dem man eine Funktion aus Nutzersicht beschreibt und Akzeptanzkriterien hinzufügt. Wenn ich nun das mache und mehrere Funktionalitäten in einem System betrachte und definiert habe, werden das irgendwann ganz schön viele. Und das braucht Struktur. Gerade wenn man jetzt in größeren Projekten denkt, ist es etwas, was eben immer strukturiert werden sollte, um es einfach greifbarer, klarer zu machen, den Überblick nicht zu verlieren an der Stelle. Die Ausgangslage, die ich jetzt also betrachte, ist, wir haben jetzt hier mehrere Stories definiert aus Nutzersicht. Sie haben den Rumpf, Sie haben die Akzeptanzkriterien. Wir haben vielleicht schon angefangen, auch Aufwände zu schätzen oder Aufwände müssen nicht immer Zeiten sein, das können auch einfach Komplexitäten sein im Vergleich zueinander. Und vielleicht haben wir sie auch schon ein bisschen sortiert oder priorisiert oder gesagt, diese hier sind sehr wichtig, diese sind weniger wichtig. Das kann man alles in diesem Moment schon machen, aber jetzt merkt man halt, wir haben zu viele und wir wollen sie zusammenfassen. Und das Mittel, um User Stories zusammenzufassen in der nächsten Ebene, sind die nur genannten Epics. Und auch hier habe ich im Projektverlauf schon gehört, da verstehen wir nicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stories und Epics. Und ich würde es halt hier deswegen ganz einfach sagen, ein Epic ist eine Klammer für User Stories. Ja. Ein Epic hat einen Titel und beschreibt halt einen größeren Funktionskomplex in einem System. Und das ist auch immer sehr schnell, dass man das greifbar hat, was ein Komplex sein könnte. Wir machen das in der Übung auch gleich nochmal zusammen. Man kann noch dazu sagen, dass ein Epic neben dem Titel auch noch einen beschreibenden Text enthalten kann. Also man kann Prosa reinschreiben und dieses Funktionspaket halt beschreiben. Aber erstmal ist es nur eine Klammer. Und das Wichtigste ist, dass das System, wo man User Stories später dann abbildet, eine Filtermöglichkeit dafür bietet. Also dass ich sage, ich ordne meine User Stories einem Epic zu und dann möchte ich beispielsweise nur das Epic zur Login-Seite meiner Software zum Beispiel betrachten, muss es also anklicken können und dann nur die User Stories sehen, die dort relevant sind. Das hilft einfach ungemein, um sich halt dann nur auf einen Feature oder einen Komplex zu konzentrieren und daran konkret zu arbeiten. Wenn wir jetzt noch größer denken, weil wir sagen, okay, wir haben jetzt auch schon 20 Epics definiert, weil wir ein Riesenprojekt machen, haben wir noch eine dritte Ebene und das sind die sogenannten Themes, die wiederum einfach Epics zu Blöcken zusammenfassen. Diese 3 Ebenen kann man nutzen, um eine Struktur in sein Projekt zu bringen und einfach dann die Abarbeitung in kleinere Pakete zu schneiden im Endeffekt. Das war es soweit eigentlich schon von allem, was ich als Frontal zu dem Thema User Stories und den Strukturebenen euch zeigen wollte. Ich glaube, man lernt solche Dinge wie so ein Mittel zur Spezifikation immer am besten, wenn man es einfach anwendet. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, es nicht an einem Beispiel eines Anwendungsfalls aus unserem Projekt zu zeigen, sondern an einem ganz vielleicht erstmal zum Schmunzeln anregenden, losgelösten Beispiel, weil ich damit zeigen möchte, dass man das Konzept auch verstehen und anwenden kann, wenn man nicht in seinem Expertengebiet unterwegs ist. Deswegen ist mein Vorschlag, dass wir eine Spezifikation von User Stories und Epics anhand des Märchens Hänsel und Gretel nun zusammen machen. Hänsel und Gretel ist dafür super geeignet. Wir haben nämlich mehrere Akteure in diesem Märchen, die wir als Nutzer des Systems betrachten können. Und wir haben auch verschiedene Abschnitte und Bereiche, die wir modellieren können und mit unserem neu gelernten Spezifikationsmittel. Deshalb habe ich jetzt hier einfach mal ganz ketzerisch eine leere Folie eingefügt und würde gerne mit euch, ich habe oben rechts nochmal einen Merkzettel platziert, versuchen, ein paar User Stories aus dem Themenbereich Hänsel und Gretel zu definieren und ja, würde dann einfach das Mikrofon öffnen und schauen, ob jemand schon eine Idee hat. Ich kann auch mit dem ersten Aufschlag helfen, aber vielleicht habt ihr schon ein Gefühl,
was wir jetzt hier gerade zusammen machen wollen. Vielleicht als Einstieg, was sind denn die 3 Akteure, die wir nennen könnten in dem System Hänsel und Gretel? Hat da jemand eine Idee? Soweit ich mich erinnere an dieses Märchen, dann sind im Titel schon ja 2 Nutzer, also die 2 Geschwister, Hänsel und Gretel, und noch eine dritte Person, die sogenannte Hexe. Die sogenannte Hexe. Und welcher der 3 ist dir der liebste, Mirko? Die 2 Geschwister, weil ich glaube, ich würde 2 gleich noch beantworten können, glaube ich. Ich glaube, die haben ein Routing-Problem. Unter anderem, ja, das stimmt. Also dann lass uns doch einfach mit Hänsel anfangen. Ja? Als Hänsel, was möchte ich denn für eine Funktion im Märchen Hänsel und Gretel als Hänsel haben gerne? Männlich oder so Eigenschaften? Nicht die Eigenschaft, sondern eine Funktionalität. Also was wünsche ich mir dabei zu haben oder etwas, was ich brauche, um meine Aufgabe im Märchen zu erfüllen? Stell es dir vor wie ein Stück Software, wo ein Knopf ist, und welchen Knopf oder welches Software-Element hätte sich denn Hänsel gewünscht, damit er wieder den Weg nach Hause findet zum Beispiel oder ähnliches? Ach so, ein Orientierungssoftware. Orientierungssoftware. Und die Orientierungssoftware von Hänsel war ja so ein Beutel mit Brotkrumen, oder? Habe jetzt einfach mal so gemacht. Wir haben also als Hänsel wünsche ich mir eine bestimmte Funktionalität, und zwar einen Beutel mit Brotkrumen. Und das wünsche ich mir, um den Weg nach Hause zu finden. Schon haben wir eine User Story gemacht. Finde ich super. Wir haben noch Gretel und die Hexe. Wer traut sich? Dann würde ich das mal mit Gretel versuchen und mache es ganz einfach. Als Gretel wünsche ich mir einen großen Bruder mit einem Beutel Brotkrumen. Ich mir einen großen Bruder, das finde ich gut, um weniger Angst zu haben, ja? Genau. Nochmal sowas. Noch Super. besser. Ja, sehr gut. Das finde ich klasse, das hatten wir auch noch nicht. Aber klar, das ist schön. Da haben wir gleich eine Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren des Systems. Das finde ich super. Okay, und was wünscht sich die Hexe? Die Hexe wünsche ich mir einen Ofen, um mich den Geschwistern zu entledigen, oder ich hoffe, das war jetzt die richtige Variante von dem Märchen. Wünsche ich mir einen Ofen, um die Kinder zu grillen. Besonders knusprig zu grillen. Gut, ist ja ein Workshop, ne? So, wunderbar. Wir haben 3 User Stories gemacht aus einem Gebiet, was man schon kennt, mit einer Methodik, die ihr erst heute kennengelernt habt. Und ich glaube, es ist jetzt schon klar geworden, dass es eigentlich, sobald man so ein bisschen diese Struktur einfach immer wieder anwendet, sehr einfach ist, da auch jetzt etwas zu spezifizieren, was aus eurem Fachbereich käme. Der nächste Teil der Übung ist noch im Anschluss dazu. Ich würde gerne noch ein paar Epics, also was sind zusammenfassende Bereiche des Märchens, die man nutzen kann, um dann Funktionalitäten zusammenzufassen. Ich würde schon mal eins vorgeben, und zwar finde ich, ein ganz klarer Bereich, wo verschiedene Funktionalitäten zum Einsatz kommen, ist der Wald. Wo ist ein Bereich, wo wir vielleicht auch die User Stories unterbringen können, die wir schon definiert hatten zusammen, wenn wir nochmal zurückgehen. Ja, ich meine, der große Bruder mit weniger Angst, der würde vielleicht auch gleich dem Epic Wald zugeordnet werden. Der Beutel mit dem Weg zu Hause auch, aber wozu können wir denn das dritte mit der Hexe zuordnen? Was wäre da noch ein Themenkomplex, wo verschiedene Dinge passieren? Matthias hat direkt die Antwort. Ich würde sagen, das Pfefferkuchenhaus. Das Pfefferkuchenhaus. Genau, das absoluten Funktionskomplex. Das Pfefferkuchenhaus ist auch ein gutes Beispiel für, wenn ein Softwareprojekt zu groß wird, weil da zu viele Funktionalitäten passieren, könnte man das auch hernehmen und sagen, okay, das ist eigentlich ein Theme und wir unterteilen das halt noch in den Käfig, den Ofen und andere Unterpunkte, in denen dann wiederum verschiedene Dinge passieren, die bestimmte Akteure dann erwarten oder an Funktionalitäten nutzen wollen. Da merkt man auch schnell, dass man auch in kleineren Komplexen eigentlich schon diese Struktur eben auch nutzen kann, wenn man das möchte. Das war es eigentlich soweit schon, um das nochmal anzuwenden aus einem ganz losgelösten Kontext. Ich habe irgendwie einen Konflikt entdeckt, weil der Kunde hat ja offensichtlich hier schon ein Bild mitgeliefert mit einem Wald, okay, check, und einem Haus.
aber dieses Haus ist gar kein Pfefferkuchenhaus. Das heißt, haben wir hier nicht ein Problem bei unserer Epik? Das finde ich sehr gut, Mirko. Ich komme ja aus der Agenturwelt und da ist häufig ein Streitpunkt, besonders wenn es stressig wird. So haben wir das ja gar nicht gewollt. So haben wir das ja gar nicht gesagt vor einem halben Jahr. Wir hatten doch hier ein Haus, was aus Holz war und jetzt stellen Sie uns hier eins hin, was aus Pfefferkuchen besteht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt die Stelle findet, wo die Wahrheit ist. Und vielleicht ist die Wahrheit halt nicht das Introbild aus der ersten Pitch-Präsentation, sondern das, was dann in der User-Story steht. Ne? Das ist auch ganz wichtig im Projektverlauf, ne? Immer zu definieren, wo ist unsere Wahrheit. Ist es ein Dokument, was wir in Word geschrieben haben vor einem halben Jahr, oder ist es das, was wir jetzt wirklich hier als lebende Dokumentation in User Stories schreiben? Immer wichtig zu wissen und zu definieren, auf jeden Fall. Ja, und ich wollte es bloß mal kurz noch weiterdenken, weil ja, die Hexe hat ja das Problem, dass sie eben so ein altes, zerfallenes Haus hat, aber es soll eben aussehen wie ein Pfefferkuchenhaus. Also Richtung Augmented Reality, ich packe die Pfefferkuchen nochmal drüber und die Kinder sehen ein Pfefferkuchenhaus. Also ich glaube, vielleicht muss man da die Funktion noch mal besser beschreiben oder das, was man möchte. Haben wir mit aufgenommen. Ich merke schon, wir modulieren das noch fertig mal, das Märchen. Jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, wie das funktioniert mit den User Stories und haben vielleicht uns auch mal zu einem Workshop zusammengesetzt und einfach auf wirklich echten Zetteln aus dem Moderationskoffer oder einem Whiteboard oder wo auch immer auf dem Miroboard angefangen, welche zu spezifizieren und wollen die jetzt überführen in eine Software oder in einen Bereich, dass wir daran arbeiten können, weil ich ja schon anfangs gesagt habe, sind die User Stories etwas, die über den gesamten Projektverlauf genutzt werden können, immer mehr angereichert werden, auch ein super Mittel zur Dokumentation am Ende. Das heißt, es ist eine lebende Sache. Das ist nicht etwas, was man einmal in ein Excel-Dokument schreibt oder so. Das heißt, man braucht ein System, was irgendwie ein bisschen mehr kann. Und jetzt sind wir aber natürlich im Rahmen der Stadtverwaltung immer gebunden meistens an die Dinge, die wir schon haben und können nicht einfach neue Systeme einführen. Ich meine, in der Softwareentwicklung, wenn man da guckt, dann ist natürlich Jira eins der meistgenutzten Systeme, um User Stories abzubilden. Wir haben auch ja in der Stadt zum Beispiel Leipzig eins, was aber stark beschnitten wurde. Deswegen habe ich einfach geguckt, was habe ich denn in der Stadt Leipzig für Möglichkeiten an Software, die es schon gibt, die ich nutzen kann, um so einen User Story Ablauf abzubilden. Und ich habe mir einfach unser Intranet hergenommen, was wir haben. Und da gibt es einen Bereich, wo man Projekte anlegen kann. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass man mit so einem sehr einfachen System, was eigentlich für was anderes gedacht war, auch es hinbekommt, jetzt einen Ablauf, einen Projektablauf, den wir auch in der Kita-Netzplanung zum Beispiel direkt so anwenden, abzubilden. Und dieses System, was wir haben in der Stadt, ist eigentlich ein einfaches Board, eine Aufgabenverwaltung im Endeffekt. Aufgaben können hier strukturiert werden in verschiedene Spalten und diese kleinen Zettel sind diese Aufgaben. Die Spalten kann man frei definieren und dann schiebt man die Aufgaben in verschiedene Bearbeitungszustände und weist sie bestimmten Leuten zu. Das habe ich mir hergenommen und halt ein Stück weit so angepasst, dass man damit einen Ablauf zur Bearbeitung von User Stories abbilden kann. Was finden wir hier wieder an der Ansicht? Wir haben diese Karten, diese weißen Karten, das sind die sogenannten Stories, wie wir sie jetzt ja schon definiert haben, wo einfach der Story-Kopf, also dieses als Hexe möchte ich etwas oder als Gretel wünsche ich mir etwas als Titel und dann eben direkt sichtbar auf der Karte steht. Man sieht auch schon, dass diese Stories verschiedenen Epics zugeordnet wurden. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich im nächsten Schritt. Aber auch hier sieht man gleich, dass man hier tollerweise von dem System schon die Möglichkeit hat, zu überblicken, zu welchem Epic eine Story gehört und auch über den Klick an der oberen Kante dann nur die Hexenhaus-Stories oder nur die Waldweg-Stories sich anschauen kann. Die Stories starten dann immer in einer bestimmten Spalte. Wir gehen gleich einmal durch, wofür die eigenen Spalten gedacht sind und wandert dann durch diese Spalten durch, bis sie irgendwann am Ende angekommen sind und dann fertig integriert wurden ins System. Man sieht in dieser Struktur auch immer Prioritäten. Prioritäten sind einfach die Reihenfolge der Stories. Also man ist immer angehalten, ganz oben die Stories hinzuschieben, die am wichtigsten sind und weiter unten die weniger wichtig sind. Und auch jemand, der eine Story sich schnappt, um sie zu bearbeiten, fängt immer von oben an. Wenn man auf so eine Story klickt, öffnet sich dann hier dieser Bearbeiten-Bereich bei uns im Intranet. Und hier seht ihr auch, was ich verwendet habe, um halt die Komponenten der User Story abzubilden. Wir haben oben den Titel. Da habe ich die User Story, den Rumpf, einfach hineingeschrieben. Deswegen erscheint er auf der Karte. Dann haben wir die Beschreibung, was ein Freitextfeld ist. Hier habe ich die Akzeptanzkriterien eingetragen als einfache Stichpunktliste.
Und wir haben das Feature, was hier in dem System Stichwörter heißt, was ich verwendet habe, um die Epics zuzuordnen. Und da sieht man, dass sich eben dieses allgemeingültige System sich sehr gut geeignet hat, jetzt einfach alles, was wir benötigen, für die User Stories abzubilden. Wir machen einen kurzen Exkurs, um alles aufzulockern. Nur diese eine Folie. Weil wenn ich jetzt weiterrede und erzähle, wie die Nutzer-Stories jetzt durch diese Spalten wandern, braucht man noch 3 Begriffe, nämlich 3 Akteure, die jetzt diesen Ablauf betreuen. Das sind schon eher Wörter oder Akteure aus einem Softwareprojekt, obwohl das, glaube ich, auch übertragbar ist. Aber wir machen ja im Grunde auch am Ende irgendwie ein Softwareprojekt gemeinsam, sodass ich es passend finde. Ich wollte sie euch einmal kurz näher bringen, damit klarer ist, worüber ich rede. Wir haben 3 Leute, die jetzt an dem Projekt beteiligt sind, oder 3 Gruppen. Der erste Teil ist der sogenannte Product Owner. Das ist also ein Experte, der das Produkt pflegt und der dafür verantwortlich ist, die User Stories zu definieren und auch zu pflegen und auch zu priorisieren. Das ist also jemand, der in dem Produkt oder in dem Projekt lebt und ein Hintergrundwissen hat oder sich das Wissen über weitere Experten hinzuholt und eigentlich wirklich das Herz, in sein eigenes Herzblut in dieses Projekt auch einbringt und das Projekt und das Produkt versteht. Dann gibt es Entwickler, Entwicklerinnen, die letztendlich die Leute sind, die dann die Funktionalitäten auch wirklich umsetzen, egal in welchem Kontext, in welcher technischen Ausprägung. Aber sie setzen am Ende dann die User Story um. Und dann haben wir das Team, was eben alle Leute inklusive Product Owner, Entwickler einfasst, die an dem Projekt beteiligt sind. Und die kommen auch an verschiedenen Stellen zum Einsatz, um halt zum Beispiel zu evaluieren, ob jetzt alles so weit fertig ist, wie es am Anfang mal besprochen war. Fangen wir vorne an. Wir haben einen Backlog. Der Backlog ist also der Sammelpool, wo alle frischen oder neuen User Stories hinkommen. Das ist ein Bereich, den der Product Owner bearbeitet. Und hier wird alles hineingeworfen, was in irgendwelchen Momenten halt aufgekommen ist. Also es kann ja auch immer mal sein, dass neue Features plötzlich in denen aufkommen und dann schreibt man schnell den Storyrumpf in so eine Karte und schmeißt es ins Backlog. Dieser Ort ist der Spielplatz des Product Owners. Hier fängt er an, halt zu strukturieren, diese Stories immer weiter anzureichern, zumindest mit Akzeptanzkriterien und auch schon eine Reihenfolge festzulegen und alles soweit fertig zu machen, wie es nötig ist, aus seiner Sicht. Dann haben wir die Spalte bereit. Da schiebt dann der Product Owner irgendwann Stories hinüber und sagt, okay, die sind für mich jetzt so weit fertig, dass sie weiter bearbeitet werden können durch jemanden aus dem Team. Dabei spielt die Definition of Ready eine Rolle. Das ist einfach eine Checkliste, die alle im Projekt kennen und die dafür sorgt, dass man sagt, okay, diese Punkte müssen erreicht sein, damit eine Story die Güte hat, weiterzukommen und weiter bearbeitet zu werden. Also da steht minimal drauf, dass zum Beispiel Akzeptanzkriterien definiert sein müssen oder dass ein Screenshot dabei sein muss für die Designumsetzung oder was weiß ich. Also da kann man alles definieren, was man möchte. Das ganze Team muss es wissen und es sollte natürlich möglichst ein gemeinsamer Nenner sein. Im besten Fall werden die Stories, wenn sie darüber wandern, dann auch dem Team vorgestellt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt lange drüber gesprochen, das sind jetzt die Stories, die wir als nächstes umsetzen wollen. Schaut es euch nochmal an, so haben wir sie definiert. Damit geht es los und sie sind dann auch priorisiert, wie ich gesagt habe, ganz oben die allerwichtigsten. Dann kommt irgendwann ein Entwickler daher oder jemand, der die Story umsetzt, schnappt sich die oberste aus der Bereitspalte und schiebt sie sich in Arbeit. Und hier ist der Spielplatz des Entwicklers. Hier geht es darum, hier fängt er an, das zu verstehen, vielleicht nochmal zu hinterfragen und fügt seine technischen Informationen hinzu. Also wir haben da am Anfang im System gesehen, da kann man viele Dokumente auch hinzufügen oder noch weitere Beschreibungsinhalte hinzufügen. Und hier hat der Entwickler die Möglichkeit, halt wirklich technische Dinge der Story hinzuzufügen, vielleicht auch zu dokumentieren, zu zeigen, welche APIs werden hier verwendet, welche API-Schlüssel sind nötig oder ähnliche Dinge. Und das dann eben nutzt, um zu dokumentieren, was er hier eigentlich machen möchte an dieser, vielleicht auch noch Unteraufgaben definiert und dann die Story abarbeitet. Wenn der Entwickler fertig ist, schiebt er selber die Story in die Validierungsspalte und sagt jetzt von sich aus, okay, ich habe jetzt hier 2 Wochen dran gearbeitet und ich bin fertig. Wie weiß er, ob er fertig ist? Zum einen schaut er, ob er eben von sich aus sagt, er hat jetzt das Feature so wie definiert umgesetzt und er geht auch eine Checkliste durch und das ist die sogenannte Definition of Done. Das ist also auch wieder eine projektweite Checkliste, wo er halt schaut, okay, ich habe das Feature umgesetzt, aber ich habe zum Beispiel auch noch Dokumentationseintrag irgendwo ins Wiki geschrieben und ich habe
geschaut, dass es nach Design umgesetzt ist und solche Dinge können eben draufstehen. Dass eben der Entwickler sich auch nochmal rückversichert, habe ich auch so die formalen Schritte erfüllt, dann schiebt er es darüber. Und auch hier ist dann wieder ein Moment, wo es sinnvoll ist, mit dem gesamten Team darauf zu schauen. Im besten Fall stellt der Entwickler selbst vor, was er gemacht hat oder derjenige, der was umgesetzt hat. Alle schauen sich das an und alle versichern sich zurück, dass alles so umgesetzt wurde, wie es einmal spezifiziert und sich überlegt wurde. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommt das Team dann zum Schluss, dass alles super ist und die Story kann weiter wandern in erledigt. Oder das Team sagt, nee, wir haben hier noch ein paar Punkte, da haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, das war nicht so sauber spezifiziert oder das ist noch nicht richtig oder fehlervoll. Und dann wandert die Story halt in Arbeit zurück und wird wieder aufgegriffen und weiter bearbeitet. Im besten Fall passiert das nicht und die Story darf auf erledigt geschoben werden. Das ist wieder eine Aufgabe, das ist auch wichtig, was der Product Owner macht. Also er hat ja die Story erschaffen, er hat sie durchs System geschickt. Er ist auch derjenige, der sagt, okay, wir sind wirklich fertig, hat damit dann auch das Commitment und die Hand da drüber so ein Stück weit und schiebt es in die Erlegspalte und alle können sich groß freuen, weil wirklich ein neues Feature nutzungsfertig im System vorliegt und man sich wieder an den Anfang der Spalten begeben kann, um zu gucken, was man als nächstes abarbeitet. Ja, tatsächlich war das auch schon so dieser Überblick, wie kann man das abbilden in einem System, was sind User Stories und eine kleine Übung. Ich für meinen Teil bin jetzt erstmal durch meinen Foliensatz und freue mich natürlich drauf, wenn wir vielleicht noch an anderer Stelle in die Diskussion kommen. Und danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit.